Einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder an diesem Montagabend. Ich hoffe, ihr habt den Tag einigermaßen gut überstanden. Seid im Feierabend, chillt ein bisschen vom PC, vor der Glotze, am Handy, was weiß ich, wo man nicht überall Twitch schauen kann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr gut in die Woche gestartet seid. Und ja, wir werden so ein bisschen coden heute. Und zwar habe ich meinen Bot jetzt einigermaßen vorwärts gebracht. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, jetzt im Frontend die Twitch-Alerts so ein bisschen ja, cool aussehen zu machen und nachzubauen. Und das Ganze mache ich mit React. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also die Events von einem Bot, die kommen an. Und genau, jetzt geht es eigentlich darum, so ein Basic-Design irgendwie zu machen, sodass eben diese Alerts einigermaßen funzen. Und dann natürlich zu gucken, was für Alerts man noch so einbauen könnte. Genau, das müssen wir gucken. Außerdem müssen wir herausfinden, wie binden wir Musikdateien ein und Grafik, GIFs will ich noch einbauen. Und Sounds müssen abgespielt werden und diesen ganzen Kram. Und das muss alles jetzt ein bisschen ausgetüftelt werden. Und das werden wir testen. Dabei parallel werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen neue Befehle bei dem Bot einbauen oder sowas. Das müssen wir auch noch ein bisschen herausfinden. Aber das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. So, ich mache mal jetzt kurz Mucke an. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Und gucken mal, wie der Zwischenstand so ist. Kurz mal gucken, das ist jetzt mein Frontend hier. So, Konsole. Okay, WebSocket Connection funktioniert alles. Ich habe einen coolen Console-Log, Ausgabe da, das finde ich auch schon ganz gut. Ich wollte jetzt mal kurz Alert Channel und Follow. Und das funktioniert auch immer noch. Das ist gut. So, das hier müssen wir als erstes regeln. Wir haben hier einen Haufen HTML-Dinger, die wir ausgeben müssen. Und dann kriegen wir das auch schon hin. Das bleibt wahrscheinlich erstmal so stehen. Und da können wir, glaube ich, als erstes jetzt mal loslegen. So, was dabei notwendig ist unser einzelner Alert. Ist vielleicht das hier. Vielleicht bringt das was. Ich weiß es gerade nicht. Tut's nicht. Dann muss ich googeln. Und zwar React Output Array with HTML Elements. Das weiß ich nämlich nicht mehr, wie das geht. Das müssen wir jetzt mal kurz herausfinden. Rendering React Components from Array of Objects. Das ist das, was ich will. Push, ja. So, funktioniert schon mal nicht. With React, it is possible to return multiple elements from the same component without needing an extra HTML element wrapper. Ich glaube, eigentlich brauchen wir die Funktion, die wir aufrufen, müssen wir hier machen. Wie geht das denn? Stations. Ja, und so, Render Arrays in React. Das müssen wir, glaube ich, herausfinden, wie das geht. Das ist das eine. Vielleicht können wir die Funktion genauso. Aber ich will ja das Array. Ich muss das Array doppelt mappen, glaube ich. Ich glaube, ich muss diese Funktion hier. So, das Ding ist, was ich vorhabe, ist bei dem Alert. Bei dem Alert werden. Bei dem Alert werden unterschiedliche Daten weitergegeben, unter anderem auch den Username. Und ich will den Username einmal aufsplitten als Array und den eben entsprechend dann ausgeben. Und vielleicht müssen wir das dann einfach machen. Lass mich mal nachdenken. So, ich habe ein Array. Vielleicht nehme ich den Array zurück.
So, Moment. Und zwar, diese Funktion gibt mir ein Array zurück und dann kann ich das Ding doch mappen. Ich mappe das und gebe das entsprechend zurück. Vielleicht klappt das. Moment. Map. Das hier ist das. Moment. Und zwar, was übergebe ich? Nicht Letter, sondern... so Moment. Hier muss ich immer noch Daten übergeben. Das ist data.user. Das wird übergeben. Und Letter... Moment. Daraus kommt ein Array. Und jedes Stück Array ist ein Letter. Und jeder Letter wird so eingebunden. Also in meinem Kopf ergibt das Sinn. Expects a return value from arrow function. Prototype map. So, verschwunden ist das schon mal. So, nochmal. Machen wir mal kleiner. Moment, ich muss jetzt hier kurz meine Logik... Okay, Moment. Das hier kann weg. Wir machen das mal so. Okay, ich habe diese Funktion, die nennt sich Animate Username. Ich sehe auch, ich habe die Funktion auch noch gar nicht bearbeitet. Die muss einfach nur den Namen ausgeben. Return value from arrow function. Animate Username. Moment, dann machen wir vielleicht sowas wie User Letters gleich mit Username. Ach, scheiße, da muss ja JavaScript rein. Ach, come on. Boah, wie mache ich das? Ich würde auch gerne Alligator, Reptiles, Map, Reptile. Eine Reptile. Das ergibt doch Sinn. You will see a warning that each child in arrow of iterator should have a unique key. Key is Reptile. Das können wir da auch machen. Naja. Okay, wir machen das anders. Wir machen das noch einfacher. Data User ist ein String. Diesen String splitten wir. Daraus kommt ein Array und dieser Array wird gemappt mit einem einzelnen Dings. 79. Was? Das. Wieso? Unexpected? Da ist was. Nein, Moment. Parsing Error, Unexpected Token. Achso, das ist vielleicht so? Boah, ich bin immer so verwirrt, was das angeht. Letter is not defined. Jetzt aber. So, wir haben Animate Username is assigned value but never used. Array Prototype Map expects a return value from Array Function. What the fuck you're talking about? Das hier wird doch ein Split, gibt doch ein Array zurück. Mann. Split. Der Array wird dann direkt weiterverarbeitet. Das heißt, er gibt doch Sinn. Map, Reptile und dann wird das ausgegeben. Das funktioniert so nicht. Was übersehe ich?
rendering adjacent elements, bla blub. Yes, wenn ich das so mache, React Fragment. Das hilft mir gerade nicht. List and Keys. Map Number mal 2. Das ist doch genau das, was ich habe. Ich habe ein Array. Was gebe ich denn da zurück, ist die Frage. Ich gebe zurück. Wie kriege ich das denn in der Funktion hin? Also was? Wir fragen ChatGPT. Sag mal jetzt ChatGPT, was wollen wir denn? Ich habe einen String, das splitte ich. Dann will ich jeden Buchstaben HTML ausgeben, das als React-Element darstellen oder sowas. Irgendwie sowas. ChatGPT ist schlau, der checkt das schon. Bla blub. String to React Elements. Das ist genau das, was ich will. Ich splitte, dann einmal Letter Elements. Und dann return ich das. Ich kann das auch returnen, ne? Ganz ehrlich, meine Funktion war schon richtig. String to React Elements. Moment. So, wir machen alles mal rückgängig. Alles rückgängig, was geht. Weil ich glaube, der Ansatz war gar nicht so schlecht, den ich am Anfang hatte. So. Split up Username nennen wir es aber jetzt. Das Ganze kriegt ein Username. Es wird gesplittet. Und dann gibt es ein Letter Elements. Und das returne ich in einem Div. Da ist mein Ding. Da ist mein Denkfehler. So, wir brauchen hier nämlich kein Return, sondern hier brauchen wir sowas. Username Letters. Machen wir das ein bisschen selbstsprechender, sodass es so Sinn ergibt. Das wird gemappt und hier nennt sich Username Splitted. Und das müssen wir nämlich zurückgeben zu Array. Ups, das war ein bisschen zu viel. Nochmal, Copy und Paste. So, das geben wir zurück an React. Dann ist hier nämlich, ist das hier Quark, was ich gemacht habe. Zumindest nur leicht quarkig zumindest. Data.user. Und jetzt müssten wir das da zurückkriegen. Oder auch nicht. Username splitted. Wir gucken uns das mal kurz an, was Username splitted. Ne, das ist nicht das, was ich will. Username splitted. Ach, okay, logisch. Es fehlen einfach die geschweiften Klammern. So, jetzt aber. Speichern. Moment, hat das jetzt funktioniert? Das hat nicht funktioniert. Why not? User haben wir bekommen. Das ist ein String. Okay, nochmal. Username ist das hier. Und Username ist data.user. Split Username. Ich muss es auch nicht mal übergeben. Ich kann das einfach nehmen. Aber warte, wo kriege ich Data her? Das ist das Problem. Data existiert doch gar nicht, oder? Wo kommt Data her? Shit. Wo kommt Data her? Ah, da kommt Data her. Das heißt, onload, wenn das Objekt gemountet wird, dann übergebe ich die Props. Mit Z natürlich. Das ist Setup Alert. Setup Alert returnt mir dieses Gerät hier. Okay, dann ist nämlich Data
ist data.user. Muss es geben. Wir können auch loggen, ne? Console.table data. Username is not defined. What the heck? Wo ist denn Username jetzt schon wieder? Alert data user. Ach, da. So, wir entspannen uns jetzt erstmal alle. Jetzt aber. What the heck is going on? Zeig mir mal die Konsole jetzt hier. Das ist unser Data. Type, Profile Picture URL und User. Ja. Wo ist mein Denkfehler? Data. Data ist richtig. Data.user passt doch. Split up Username. So heißt unsere Funktion. Der kriegt so ein Ding zurück. Voller Spans. I don't get it. Zeile 66. Array Prototype Map expects a return value from arrow function. Wieso ist es... Wieso? Das verstehe ich nicht. Moment, ich verstehe diese Fehlermeldung einfach nicht. Was hat das zu bedeuten? Bla bla bla. To fix expected map changing to work for me. Ah, doch, die muss es doch returnen. Ja, das war doch richtig mit dem Return. Ich war nur verwirrt. Aber das können wir in dem Sinne umgeben, dass wir hier eine Hundeklammer machen. Und daraus wird automatisch unser Return, nicht wahr? Wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe. So, machen wir das jetzt so. Was ist das hier für eine Fehlermeldung? Unexpected Token. Ne, das funktioniert so nicht. Aber Return funktioniert. So, das aber. Und das funktioniert auch im Frontend vielleicht. Wo ist mein Frontend? Zeig mal her. Props Master. Ja, es funktioniert. Props Master. So, das Ganze. Alert User. Ich glaube, ich brauche hier noch so ein paar Wrapper, muss ich drumherum machen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Alert User. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Props Master. So, der Name wird auf jeden Fall bold gemacht. Das machen wir direkt im CSS. Alerts. Font Size von Family. Alert User. Kriegt Font White Bold. Genau, das ist nämlich das Problem mit dem Display-Block. Ja, wir brauchen noch ein paar Wrapper drumherum. Ich glaube, Alert Image passt soweit. Aber wir brauchen mehr Spacing, damit es übersichtlich bleibt. So, Alert Title ist div Class Name Alert Title Wrapper. Das machen wir so und dann funktioniert das auch besser. Da muss ich nicht die ganze Zeit diese Display-Inlines-Gedöns berücksichtigen. Das gleiche gilt auch für den Alert-User. Glaube ich zumindest. Class Name ist auch egal, ist ja mein Code. Alert, User, Wrapper. Ist ja mein Code, wenn ich es verstehe. Hola amigo, chico, ¿cómo estás? Everything alright in Argentina? Argentina. ¿Cómo estás, huh?
Split username, blah blah, avatar, background. Okay. Let's see. Alerts. Good, and you? I'm very good today, actually. It's nice to see you. My Spanish is not that good, so I know a couple of words, and I will probably understand everything you write. But speaking, you know, I'm from Brazil, so the portunhol, as we say, is portunhol. It's not so good, so I don't want to embarrass myself talking Spanish. No, I'm good, I'm good. Monday evening, I already did a lot of stuff today, and it's good, doing good. Yeah, I'm fine. How's your Monday so far? ¿Cómo fue tu... ¿Cómo es? Segunda es portugués, segunda-feira, ¿cómo es en español? Monday in Spanish is... Why? I don't know that actually. How is Monday in Spanish? Weird that I don't know it. But okay, let's go. Lunes. Let me see. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ah, okay. I remember I had that in school. Lunes, martes, miércoles. Okay, it's totally different from Portuguese, what I meant. ¿Cómo fue tu lunes hasta ahora? Though. This is that. I have to make it. I already got some working data here. So, what is this? Class, key, prop, invalid. List should have a unique key props. Blah blah blah. Alert 70. Blah blah blah. Class name. Ah, React, of course. Class name, class name. ¿Dónde está la clase? Class name. So good, I'm working. Okay, so you're watching me from work. That's good. I'm also working, but it's a little bit different, you know. Split up username, data user. Okay, that's working so far. So what about my alerts right now? Let's put it to the side. Alerts. Display flags with 100%. Okay. Small fixes here and there, I would say. Alerts. Okay. Ja, wir kommen langsam dahin. So, Alerts. Bla, das hier. Eze Pereira, ¿o qué estás trabajando? ¿Qué trabajo que estás haciendo? Floaterx, what is this? Hi Floaterx, how are you doing? I am coding a Twitch bot, and at the same time now the front end for this bot, which I wanted to display my stream alerts. So everything you see here, like this in the bottom, the names and the chat, this other side, the chat and the alerts when someone follows, this is something that I'm building right now. And I'm building it with React. So I'm getting the data from my Twitch bot, which developed also with JavaScript Node.
the bot is running and sending me the data, and I'm taking the data and making something maybe nice. Data by WebSocket or long pulling is WebSocket. I'm doing it with WebSocket. I can show you maybe something. So this is maybe the bot consists of a simple Express server running and sending the data, and the data which is sent is here controlled by Twitch and also Discord. So the bot is connected to Twitch and Discord and getting and sending data. And now I am building the front end, which is receiving the data via WebSocket. And this is wait, that's not the wrong one. The wrong one, I mean. So this is the front end, nothing special, but I have working chat. Let me see the chat. This is the working chat. Is coming from Twitch. This is a command, maybe test. Is it working? What the fuck is not working? It's your fault. Why isn't it working? Look, it's here. I mean, the events arrived here because you heard something. So the front end is also connected to OBS and sending commands to OBS, so we can interact with the stream. So that worked, but I don't know why the chat messages didn't come through. Why? What is happening with the messages? Type commands, OBS. Why you don't use network tab for debug? What do you mean? Why you don't use network tab for debug? I didn't know I had a problem. Like, if they say here WebSocket is connected, I don't think about it. But what's here? I don't know. I never debugged WebSocket before, so I'm not a full professional developer. I want to get better, so that's one of the reasons why I'm coding the bot for myself with a lot of stuff and learning and doing. So I'm not. I never debugged something in the network tab, actually, never. But network WebSocket events. Where can I see the WebSocket events here? So let's see. React, WebSocket, blah blah. Is it a problem that it is pending here? But my console says it's connected. But this comes through. So this is coming through the same connection. So the problem must be somewhere else. The problem is the data is coming through the same connection. I think maybe I'm messing up some handling, whatever. But where can I see the WebSocket events on the network tab? I have no idea. Never did it. What is it? Something here? No. Do I have events here? Remote address, domain, Sheen protocol, method. Yeah, you can help me there if you want. Request types, all documents, WebSocket. Choose one and check sidebar. Messages. Thank you very much. Yeah, this you mean, yeah? So I got a ping connected, ping. Let me see.
Okay, that's good. Thank you very much. That's actually pretty nice. Wow, it's very nice. Okay, that's nice. That's nice. So I'm getting pings. This is something else. What the heck? What is this type? I don't know what that is. Input name. This is another one. This is OBS, and this is the WebSocket. So I'm getting pings. Initiator timing. So what is this? Length and time. Okay, let me see. Maybe I'm getting errors on the bot side. No, here I'm receiving all of the messages. So the messages are coming through the bot. And now I have on the this side I have the WebSocket controller. Data JSON and data JSON type. Yeah, that's a good question actually. The chat was working, I swear. The chat was working, but you know, you continue coding, building some new features, of course known as bugs, and it stopped working. So network. The thing is, I put a lot of console logs, you know. So every event should be logged here in the console. So I was just looking here, checking what is coming inside, which of the events are going through. Let me close. Blah blah blah. What is this? Not important. Close. Okay. This is what I need. So network. We have the WebSocket. We have the events ping connected. So another one, alarm. Alarm. So here is this one, command. Yeah, the text is not going through. I'm not receiving the message here. Ah! Why? Maybe okay. I think maybe there. It must have something to do with the bot not sending the WebSocket data. So I have a helper function in here. Maybe send WebSocket data. Type user. This is always sent if PS data text. Command. If command OBS blah blah. This is actually working. MBS data send JSON stringify. Maybe I have to check in here. Console table. What's VS data? So what is going on here? Yeah, it's not sending. So let's see another part. Twitch chat. So Twitch chat process event. Send message. I know why. I found the error. Okay. The thing is, when the Twitch chat gets a message, it's the on message thing here. I logged it. Of course, it's coming in, and then if it's a command, I will do process chat command, and if it's some other things like it's your first chat message or if it's a cheer, then it also do something, but it never does anything if just normal text message. I deleted that a couple of days ago. Okay,
So let's wait. Process chat command. Okay, then we'll call it process message, and we'll give the text message and the username. Now we'll have to build this one. Process event, process chat command. So give me this stuff. Maybe better use switch. Do you mean on the message thing or what? These are, I don't know if that works here because this is an object and it has, I don't know how, if I can switch between is first and is sure. Because the object gets this property. So if the property is there, oh no, yeah, it's I did this. I think this does not work here, but I know what you mean. So it could be good if there are some kind of blah, you know. I know what you mean. Okay, so let's process the message. So this process, let's call it process chat message. So I get a user. I have both things, and now this is something. So don't do anything. If in the beginning I said he does. I have already the process commands function. And now I need the exact opposite, so I don't want to send double events. So this I also can delete. And actually I don't need anything from this for now. I just need the WebSocket data. Yeah, I think that's it. So, chat message username. I don't need a username. I just need a chat message. No, I need a username. I always need to get a user. Okay. I put the user in here, and this is the chat message. I think it should work. You know, as always. Let me see. It crashed. Oh yeah, let's go. What did I do wrong? So process message. Okay. I just renamed the function process chat message. Jeez. On message. There you go. Now let's go. Did not crash. Everything is fine. And another test. Oh, now we're talking. And now, where's my chat? Use refactor tools for naming. What the heck is this? Okay, it's your message. I thought it was an error, you know. Okay, but type. I'm not getting your username. It's actually quite important. Use refactor tools for naming. What is a refactor tool? You know. There you go. The refactor. I'm honest here. So maybe there are some high-end developers watching. I am not one of these. So you have two instances of connections. This is actually because of React. When React is in developer mode, it always do things twice. I don't know why. There's an explanation for that. But in the front end is React, and React always loads twice if you're in developer mode and not on front end. So refactor is what? I just saw it. Refactor.
I know that I can disable it, but they recommended to leave it. Yeah, this is the wait. What? Give me just a minute. But I know what you mean with the strict mode stuff. But I'm not getting your username in the chat, and that's actually I want to fix that right now. I'm not receiving the username. So I get to type the text. So now we are here. I get type is a string. I know. Okay, I think I already know. Process chat message. There you go. No, wait. So I get chat message username. I just grabbed the user from the client. If it's fine and it's not a command. So just forward the stuff. So maybe send WebSocket data. Type is message is a string. User is helix user. Chat message is a string. So string helix user string. If type in user. So this thing here, it's not working. User text. So user, there I can see user is undefined, it's not working. Why is it not working? So your nickname is crashing my bot. Why isn't it working? User undefined. So let's see. Console. Table. User. That makes no sense. Why isn't it working? Let's see. Helper. So this is something that we can fix probably right now. See me again. This is actually really not working. I'm not getting the user. Why? So network, WebSocket. So, but maybe I'll turn it off like you said. So this is the prop stream. There is. So I fix it when I remove the strict mode, right? No? No? Or how? Or what? Or how do I fix it? You don't need React. I don't need React. Haha. Okay. So the React strict mode is just for, but I actually never understand why it's. I would need that. So browser router is also working. Let's see. Yeah, now it's loading just one time. That's good. So I have one WebSocket. Now. Alarm. Yeah, but user data is not coming through. Still. Look here. I'm not getting any error messages, so that's API client. Get user by name.
Client instance. So I import that Twitch API client instance. Log username before pass it to method. Yeah, that's a good one. That's a good one. So I have a helper. This is Twerple. I don't know if you know it, but it's a library for JavaScript and Twitch. So I need a couple of shit. So Twitch API controller. The Twitch API I pass to the Twitch chat here. Yeah, but I'm not getting. I need to log the username. So this is something that might be off. Maybe it's just in the chat on message. Users should be the username. Or switch to VSC debug mode is more comfortable for debugging. Yeah. I tried last week. I tried the first time debugging with the debug mode, and I still need to learn it a little bit. So maybe do I have to kill this one? Okay, whatever. I don't know. Code extension. This is not working. Or is it working? What the heck? Ah, no, yeah, with the debugger attached. Yeah. So I have, here is my, let me see, hola. So users props messages Google vs debug mode react. So this thing's, but it's not the bot is not React. The bot is just plain JavaScript. So let's go into the function. Username. So, it's a promise. Now we have racing conditions here, my friends. I have to await. That's the problem. I don't get a user at time, so I have to await racing shit. Process event, process chat message, process chat command. So I forgot to await everywhere. Now we're talking. Yeah, that's the thing. Okay. So I can remove the breakpoint for now and play. TypeScript. Yeah. I'm not sure. The thing is, I really like working with comments. So as you see here, these comments are just for me. So I comment a lot of shit, so I always know what the function actually does. And I always put the type in there and blah and blah. But I never written TypeScript, and I tried it a little bit, but I'm not sure, because the good points of the typing, you know, the types. Yeah, maybe I'll do it this week, next week, I'm not sure. It's more simple than you think. Okay. I mean, I was already thinking it, like, to get the basics, and I come from PHP, so with PHP, the new versions, you don't need to put the type, but in my scripts I already did, so to get right error messages at the right point. But I also tried to, I struggled with VS Code and the auto completion. So I have my GS config here, and I tried it with the index.d.ts, and I didn't get it to work, and I gave up for the first, but I'm still thinking about it. And I think it's kind of
probably they will switch soon. I'm seeing every JavaScript developer is actually working with TypeScript, at least the streamers that I saw. So I know what you mean. And that's the reason why I was looking into it, because at the first I thought I don't need that shit, because I always work alone. I don't have a team. I don't need the types, but I actually like the types myself. So that's one of the reasons why I'm kind of still thinking about it. But other than the type safe stuff, I don't know what to do with. And I'm not sure. Do I want to create a types definition for every single file that I have? I'm not sure, man. You know, these are my thoughts there. So okay, just let me see. This is the Twitch on message, process chat message, text and user. And there I'm sending stuff, and the stuff is going through this one here. And I think that's it. So let me just see the front end. So chat is ready to rumble. Let's see. Arc. This is a command. The other one I did not get. This. Okay. I think it's working. Let's go. Thank you for your help. Yeah. Let's go. Okay, let's go. Thank you very much for your help and the tips. So this actually worked very good. And the thing with the network, it's actually a pretty nice function. I never did it. So that's actually a pretty nice thing to know for the debugging. Do you always run your, when you're working with VS Code, do you always run it with the debugger? Cause, where is this coming from? Console chats, stream data. There we go. This is the one. I use WS. You mean WebSocket or? Okay, so the chat is working now. That's good. That's good. Let me. WebStorm. Okay, WebSocket, WebStorm. Why? So now I'm not receiving it anymore. WebSocket disconnected. Failed. So the connections closes. Why? Why does it close? Maybe because the server was restarted. Every time I change one of the files on the bot, the server with nodemon, the server automatically restarts and then I lose the connection in here. I think that's the reason. So let's just keep it that way. So this is the chat. Let's see, WebStorm. Yeah, it's coming in. Nice, nice, nice. Okay, that's good. So this is the chat. Now it's working, as you see. And now I wanna go and start over with the alerts. So this is each key prop. Oh yeah, let's of course the key prop. So this I have to close. So I'm building the alerts right now. So so far so good.
I'm getting the data. That's also good. But okay, maybe you can help me again. I'm thinking I don't want to switch every time from browser to VS Code. There's probably the map, the loop. Yeah, I know. There's the key thing. I think. Where is it? There is it. So key is what? Wait. When the map, do I need two parameters? How does it work with the index? The fuck you're talking about? JS map index. Dude. Dude, what is going on? Letter, yeah. Map. Callback this arc. Elements, index. Okay. Yeah. So, let's see. DMD, hi, wie geht's, wie steht's? Bin doch wieder hier. Floater, don't, in case you're wondering, I'm actually most of the time speaking German in the stream, so so this is the index then. Okay. So. Okay, but alles klar. Oh, Ukraine! Hi there! I hope you're doing good. I know the situation in your country is not easy. I know that, but I hope you're staying strong, man. So, so this is the other one. Yeah, I have a lot of international people in the stream sometimes here, from Argentina, from Ukraine, Japan, US, India. It's insane. Okay, so, but I hope you don't mind. I will continue to speak German for now, okay? But if you liked and enjoyed, if you want to leave a follow, also appreciate it. German living in Sweden. Yeah, you told that. Yeah, that's Sweden. It's kind of, why are living in Sweden? Is there a special reason for that? Okay, now elements console. So, give me the alert. Okay, now jetzt müssen wir so ein bisschen stylen. I speak on JavaScript very well. That's very good. Yeah, I noticed. A lot of, like, everyone watching the stream is helping me get better at coding, and that's pretty nice. Just because it's so beautiful here and way less people than in good old Germany. Okay, that is something I understand. Yeah. Do you have a red house? The good old Swedish red house. So console. Message. Okay. Unfortunately not. Okay. Good old red house of Sweden. Okay. Die Sachen werden jetzt ausgeblendet. Und das will ich nicht. Ich will, dass es stehen bleibt. Ich glaube, es liegt daran, dass Nachrichten immer reinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt was reinschreibe... Ja, okay, es liegt an der Nachricht. Und zwar... Moment.
Alerts. If event detail has own property type. Okay, das ist something. Das ist hier und dann Event Detail Type und gleich Status. Und Message will ich auch nicht haben. Okay, das müsste zumindest beheben, dass ich weiterhin hier das stehen haben kann. Und jetzt machen wir einmal... ja, bleib stehen. Ist gut, ich kann weiterarbeiten. So. Jetzt machen wir mal weiter. Ich habe hier... what? Just write event detail type. Here you mean, yeah? Event detail .type. Okay. This I also learned last week. I never did it before. I learned this last week. Okay, so the question mark is for the type and not for the detail, yes? So the question mark is looking forwards and not backwards. Okay, thank you. Okay, ich habe hier mein Event Queue, das funktioniert. So, jetzt ist das Ding schon wieder weg. Wieso ist es schon wieder weg? Jenny. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, ganz sicher. Okay, jetzt wollen wir mal kurz hier ein bisschen Design hier reinbringen. Ich habe mein Title. Da können wir mal kurz wegmachen. Ich habe mein Title. Und mein User. Mein Avatar muss was sein? Minus. Okay, es muss prozentual sein. Minus 25%. Nein, ich will den Avatar ja animieren. Okay. Whatever. Fuck it. Wo ist mein Avatar? Okay, ich werde mein Avatar animieren, wenn es soweit ist. Minus 50%. Okay, das hier jetzt. Das müssen wir anpassen. Alert Title kriegt einen Background Image. Background Size muss aber so sein. 100%. Box Shadow 40 Pix. Ja, habe ich mir gedacht. Das funktioniert nicht, aber ich will SVG Drop Shadow. Cursor WebKit Box Shadow SVG Shadow. Ah, ja, das ist das, was ich will. Base. Maybe filter. Oh, that's actually a good idea. Das ist actually a good idea. Let me try out the filter. Now it's... Wieso verschwindet das immer wieder? Schau mal her. Alert user rep. This is not working as expected. Message.
Ja, die Steuerung funktioniert gerade. Das geht mir gerade auf die Nüsse schon wieder. Wenn ich Type habe und Type ist nicht Status und Type ist nicht Message, dann wird's enqueued hier. Und jetzt passiert es aber immer noch, dass diese Events ausgeblendet werden. Hä? Bleibt doch stehen, ist doch gut. Das funktioniert doch. Okay, jetzt probieren wir mal SVG Filter. Ob das so funktioniert. Ich habe die SVG. Ich habe die im Code eingebaut. Okay, nochmal. Nochmal. Drop Shadow. Ja, das funktioniert nicht. Shit. Ja, hier ist auch Filter. Drop Shadow. Filter, Drop Shadow. Okay. Chill. Das hier. Filter. Sizes. It's working. Okay, das ist cool. 004 Rem. RGBA. 000.25 9. Okay. Das funktioniert, das ist cool. Das ist viel einfacher. So, und das ist noch Position, Relative. Okay. Do you have a Figma? I have Figma, yes. I also do my custom designs. And I also design this like quick and dirty in Figma. To build it like this, you know, pretty simple. This is the thing. So very basic, but I also stream. I will stream more with my design. You copy SVG code and modify anything you want in Figma. I actually exported the SVG from Figma and it was awful. It was horrible. And I have to import the SVG in Illustrator and from Illustrator then export it to, so it Figma did a lot of transforms and shit, and I didn't want that, so but wir kommen langsam dahin. So, ich muss mich konzentrieren. Alert Title. Das ist 100. Das ist Filter. Drop Shadow. Stellen wir auf 2.5 wird erstmal wahrscheinlich reichen. Das ist unser Title. So, User muss größer werden. User muss deutlich größer werden. Ein bisschen mehr Spacing. Ja, sowas in der Art 5,15. Und dann machen wir ein Margin Top. Quatsch. Wir haben ein Relative Top minus 2 Rem. Und Padding oben, unten. Oben, unten. Müssen wir hier ein bisschen was machen. Ja, sowas in der Art. Sowas in der Art, das wird's werden.
Okay. Alert User. Einmal das. Achso, ich habe schon Margin Top. Ah. Margin Top minus 5. So, und jetzt haben wir Alert Title, Z-Index 2. Das funktioniert nicht, weil es muss der Title Wrapper sein. Ja, ey, langsam aber sicher, ne? Langsam aber sicher. Das kommt dann weg. Lasst mich nachdenken. Das ist das hier. Dann Schatten. So, das will ich auch in Schatten. Genau, Alert User kriegt auch einen Schatten. Und zwar genau das hier. Dann haben wir das Bild noch. Alert Image funktioniert nicht. Static Image? Hey! Idiot! Okay, okay, okay. Now we're talking, now we're talking. Neuer Follower. So, das hier, Alerts. Wir machen einfach Alert Title Wrapper. Ne, wir machen Margin. Margin Top ein bisschen negativ und dann gibt's das schon her. Das Bild. Ja, 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 ja. Alert Image. Alert. Alert Image. Alert Title Wrapper. Okay, 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 okay. Alert Title Wrapper. Margin Top wird's jetzt. Margin Top minus 2 haben wir das. Und Alert.js. Moment, wo ist es denn? Alerts, Alert. Da, Image. Das übernehme ich jetzt einfach mal für alle. Damit wir überhaupt da was haben. Und dann haben wir Static Sound Channel Follow.mp3. Ich glaube, sowas wird es dann auch sein. Okay. Ah. Ich brauche das gar nicht, Alter. Ich brauche das ja gar nicht angeben, sondern ich brauche nur wie heißt das? Ich habe ja ein Muster geschaffen. Das heißt, hier ist es dann Data Type. Und zwar, das wird so. Ne, Moment. So. Static Image. Ah ne, Moment. Am besten dann so. Data Type. Punkt. GIF. Genau, ich muss einfach nur alles Data Type mäßig nennen und schon hätte ich das alles fertig. So, Play Alert Sound. Play Alert Sound. Play Alert Sound. Und zwar das hier MP3. Und MP3.
Okay, das könnte funktionieren. Und jetzt probieren wir das mal aus. Wir haben hier Streaming, Sound, Soundboard. Nein, Alerts. Okay, das wird sein. Stream, Static, Sound. Ups, das hat nicht funktioniert. So, das hätten wir dann gleich. Und dann hätten wir vielleicht schon sowas wie einen funktionierenden Alert mit React. Streaming, Sounds, Alerts war das. Trollolol. So, das kommt da rein. Und dann kriegt das einfach den gleichen Namen, selbstverständlich. Das könnte jetzt funktionieren und das werden wir jetzt testen. So, was ist denn hier mit der Verbindung? Weißt du, okay, es müsste funktionieren. Oh, es funktioniert! Es könnte laut sein, tut mir leid. Es könnte etwas laut sein, falls ja, ich hoffe nicht. Es funktioniert! Yes, Alter, let's go. Ich muss das leiser stellen. Okay. JS Sound Volume. Volume Audio, bla bla. Audio Volume. Ja, zumindest für mich. Ich weiß gerade nicht, wie laut das im Stream ist. Aber zumindest für mich wäre das jetzt, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Okay, machen wir nochmal. Test. Nice. Okay, so. Das macht mich sehr happy. Und daraufhin mache ich eine kurze Pause. Ah, geil. Okay, geil. Und jetzt mache ich nämlich eine kurze Pause. I will do a small pause and get a cigarette and stuff. So, wir machen eine kleine Pause. Eine kleine Biopause auf Toilette und eine Schmökern. Und dann bin ich wieder da. Ich schätze, ich bin so 6,5 Minuten ungefähr weg. Und dann geht's weiter, weil die Alerts scheinen so zu kommen. Das ist sehr gut. Das ist sehr nice sogar. Alter Vater. Geil. Ah, das mit dem Sound funktioniert auch noch. Ich bin gerade mega happy. Thanks to FloaterX for the help. Bis hierhin super geil, dass alle, die im Chat sind, mir helfen. Wenn ihr zuguckt, lasst gerne ein Follow da, würde mich freuen. Ansonsten bin ich, wie gesagt, in 6,5 Minuten wieder da. If you're watching and enjoyed, you can leave a follow there. I would appreciate it. And if not, it's also fine. I will just go away now for, let's say, 6,5 minutes. Go to the toilet and have a cigarette. And then I will come back. Okay, also, dann bis gleich, würde ich sagen.
So, der Montagsspielabend bricht an, oder was? Alles klar. DMD, schön, dass du da warst, falls du noch da bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ansonsten mache ich hier mal kurz weiter. Schönen Abend nach Schweden. Sehr geil. Okay, das hier funktioniert. Floater und Channel Follow, okay. Der hätte das allerdings hier... Floater X, if you're still watching, thank you very much for the follow, man. I appreciate it. Appreciate it very, very much. Thank you, thank you, thank you. Okay, ich mache dann mal weiter hier. Das jetzt... Okay, wenn der Follow steht, machen wir jetzt ein paar Animationen. Und zwar... Das kann ich mal kurz wegmachen. Animate CSS habe ich eingebunden. So, wie machen wir das? Animated. After installing animate CSS and the class animated to an element along with any... Ah, okay, das hier brauche ich. So, dann testen wir doch direkt mal die Animation. Alert.js, Alert. Class Name Animated. Animated. Und was noch? Animate Bounce. Animate
Wo ist es? Ah! Ah, da ist jetzt der Floater. Okay. Letzte Event. Das funktioniert auch. Cool. Das funktioniert allerdings nicht. Inspect. Animate Wobble. Animation Name Wobble. Animation Duration. Wo ist Animation Duration? Animation Duration, eine Sekunde. Animate Letter. Ich glaube, ich mache da was Eigenes draus. Animation, Wobble, irgendwas. Na gut. Wir haben hier Alert, Alert.js, Alert CSS. Alert Title, Alert User. Und jetzt machen wir Alert Title After. Ich weiß gar nicht, wofür das da ist. Und zwar Animate Letter. Animation Wobble. Punkt 3 Sekunden. Is in out. Und das Ganze machen wir natürlich im Frontend, müssen wir das natürlich anpassen. Animate Letter. Das funktioniert ja gar nicht. Warum funktioniert das denn nicht, wenn ich das Wobble mache? Transform. Vielleicht ein Display-Inline-Block oder sowas? So, aber den Sound, den mache ich allerdings aus. Das macht mich gerade ein bisschen... Das macht mich gerade ein bisschen fuchsig. So. Wieso funktioniert das mit den Buchstaben nicht? Animate Letter. Animation. Wobble. Zeitraum. Und Animation. Wobble. Eine Sekunde. Linear. Ja, nee. Wieso nicht? Wir machen aber... Mir fällt gerade ein, ich will auch, dass das Avatar einen Schatten hat. Wir machen jetzt mal kurz vielleicht was anderes. Doch, das passt schon. Filter, Drop Shadow, 4 Hem. Das passt auch. So, und dann nämlich... wir machen hier... Animate, Animated, Animate, Wobble. Ah! Das hat funktioniert. Aber ich will nicht Wobble. Das hier kann ich aber... Klick mal. Okay, Wobble, Animate Loop. So, zeig mal her. Animate CSS, Animate Bounce. Wie geht denn das jetzt? Animate Bounce.
Okay, sag mir, ich brauche jetzt aber... Achso, hier. Flash, Bounce. Flash, Pulse. Rubberband. Fake. Heartbeat. Bounce in. Bounce in down. Bounce in left. Fade in down. Ich glaube, Fade in down big. Ja, sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Also das Ding irgendwie sowas. Und einfach nur ein Fade in. Fade in up. Okay, wir machen Fade in up. Jeder Alert kriegt jetzt ein Fade in up. Und dann hier Animate, Animated, Animate, Fade in up, Animate, Animated, Animate, Wobble. Das müsste doch funktionieren. So, das Ganze will ich aber... Achso, das kann ich so einstellen. Das Ganze will ich aber in Loop machen. Das soll nie aufhören mit der Animation. Warte, wir machen das kurz nochmal. Warte, Konsole. Jetzt gibt mir das. Okay, das funktioniert nicht. Wieso? Alert. Ich habe doch hier Animated Fade in Up. Das funktioniert nicht. Nächster. Was ist denn mit Wobble? Wobble geht. Und was ist Fade in Up, wenn ich das so schreibe? Dann geht's. Selbstverständlich geht's dann. Check Fire Buttons, CLS and Toggle Classes. What do you mean? Das Fading Up, das geht. Yeah, it's about the writing, you know. I need also big. I need the right writing. So the fade in up. This is for that. Okay. Lass mich mal sehen. Animate CSS. Fade in. Bounce in. Fade in down. Fade out down. Ich probiere einfach mal ein paar Sachen. Animate. Animated. Animate. Fade in down. Animate. Fade out down. Animation duration 1 second. Okay. Ich glaube, ich muss da mit JavaScript nach 1 Sekunde Klassen setzen. Fading down, mach mal. Image. Hä? Ah, okay. Nicht Alert Avatar will ich. Come on. So, Avatar. Alert Avatar. HTML. Class. Fade in down. Animate. Fade
out, down. Vielleicht funktioniert das. Alert Avatar. So, nochmal. Nee, ich muss das nacheinander machen. Fading down. Okay. Ich muss das Ding nacheinander machen. Okay, wir brauchen eine Funktion. Und zwar const out animation. Oder sowas. Document, get elements by ID. So, wir haben hier jetzt Alert Avatar. Punkt, Class List. Punkt. Remove. Punkt. Animate. Fade in down. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so macht. Dann machen wir hier ein Add, Fade, Out, Down, Animate, Fade, Out, Down. Nein, Quatsch. Ich muss das ja gar nicht entfernen. Ich muss es nur hinzufügen. Da wird die neue Animation getriggert, nicht wahr? Das hier macht mich Animate Wobble. Das macht mich ein bisschen fuchsig hier. Alert CSS, Letter. Okay, das ist das eine. Animate CSS Loop. Da brauche ich bestimmt auch einfach eine Klasse. Animation Loop, Infinite Bounce. Okay, Infinite. Alert, Loop is infinite. Und jetzt nochmal. Das funktioniert nicht. Why? Here, animation name is wobble. Animation duration, 1 second. Why? Why isn't it working? Ach, Kinder, huh? Animation duration, animate repeat. Infinite. Was ist, wenn ich sage Animate Infinite, Animate Infinite. Ja, okay, Animation Duration Count Infinite, alles klar. Ha. Das funktioniert nicht. Animation. Wieso? Jeder Buchstabe soll animiert werden. Er soll so wobbeln halt. Wobbeln. Das funktioniert aber nicht. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal so. Animate. Infinite. Alert Image. Fading up. Fading down. Okay, und jetzt brauche ich ein... Okay, machen wir das hier. Nein, Set. Blablabla. Alert.js. Das kriegt aber auch eine ID.
Alert. Und das machen wir hier. Alert. Class list add animate fade in up. Ich habe hier fade in up, fade in up, fade in down, fade in down. Ja. Es könnte funktionieren. So, und jetzt probieren wir es hier nochmal. Alert. Okay, und dann nach einer Sekunde. Set Timeout. Out Animation. Und dann Millisekunden. Millisekunden 1000. Machen wir 3. Okay, okay. Jetzt nochmal. Vielleicht geht's. Okay, es geht hoch. Dann geht's runter. Das funktioniert nicht. Ich weiß auch warum. Weil ich die Klassen da gar nicht hinzugefügt habe. Oder habe ich? Alert. Animate, animated. Animate, fade in up. Aha. Okay. And out with JS. Dynamic in JavaScript, controlling CSS image transition to JavaScript, triggers CSS image in JavaScript. Animates.css. Ach, Kinder, komm schon. Controlling, CSS Animate Transitions. Bla bla bla. Animate CSS JS, was ist das? Add-on for Animate CSS adds an animate method to JavaScript, HTML, and prototypes so that animate animations can be called directly. I see. Das ist tatsächlich gar nicht so unspannend. Animation Duration, Custom Properties. Weißt du was? Nee. Ich mach das selber. Ist egal. Ich mach das selber. Wir machen hier. Oh, ist. Das machen wir selber. Weil. Außer das hier. Wobble. Where is the wobble, wobble, wobble? Mir ist das zu blöde. Keyframes. Wobble. Wobble 2. Translate, bla bla. Und jetzt machen wir nämlich Animate Letter. Machen wir Animation. Wobble 2. Punkt 3 Sekunden. Infinite. Und der Klasse Animate Letter. Animate Letter. Animation. Bla. Kunst nicht. Ihr wollt mich doch verscheißern. Ihr wollt mich doch wirklich verscheißern, oder was?
Mann, 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 Mann. Ich habe doch meine Animation hier. Mit einem Zeitraum. Infinite, oder das heißt es Loop? Das heißt Infinite. So, was ist, müssen wir linear machen? Linear Infinite? Nee. Infinite, also die Animation soll loopen für immer. Is in out. Das funktioniert auch nicht. Die Reihenfolge ist bestimmt falsch. Lass mich nachdenken. Wieso geht das bei den Kackdingern nicht? Junge, Junge, Junge. Muss das irgendwie Position oder so haben? Oder ein Transform? Form 0 oder was? Geht das überhaupt? Geht nicht. Transform was? Guck mal kurz die Animation wieder an. Moment. Ah! Das funktioniert auch schon nicht. Infinite. Infinite. Wo ist Wobble? Animation Duration. Wo ist Wobble? Wobble, Wobble. Ach Kinder, komm, das geht mir jetzt so auf die Nüsse hier. Das ist ja unfassbar. Das müsste einfach funktionieren, oder nicht? Wobble 2 haben wir hier. Transform, Translate 3D. So, das heißt, der Ursprungszustand ist das hier. Vielleicht funktioniert es dann. Und dann machen wir noch ein Ease in Out. So, habe ich hier. Ich habe ein Translate 3D. Und was ist, wenn ich jetzt Position Relative nehme? Funktioniert das dann? Digga, wieso funktioniert da kein Transform? Ich übersehe, glaube ich, irgendwas total Banales. Okay. Ach, du liebes bisschen. Ich wollte eigentlich, dass jeder Buchstabe einzeln animiert wird, aber das geht auch. Okay, okay, okay. Display Inline Block. Wobble machen wir aus einer Sekunde. Position Relative muss nicht sein. Transform muss auch nicht sein. Okay, Display Inline Block muss es sein. Nur dann funktioniert. Okidoki. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, und jetzt machen wir das Bild nochmal. Erstens. Wir machen aus dem Alert. Wir schmeißen Animate raus. Ich mache meine Animation selber. Propz, Stream, npm, uninstall, animate, CSS. Kein Bock mehr. So, das Ganze müssen wir natürlich auch entfernen. Und jetzt machen wir unsere eigene Animation. Hilft ja nichts. So, das ist mein Wobble. Weil ich habe keine Lust, das mit JavaScript zu steuern. Ich will das einfach mit CSS steuern. So, und das kann ich kann einfach die Keyframes machen und dann passt das. Wobble. So. Animate Letter. Dann haben wir hier Punkt Alert Animation. Add Keyframes ist Alert. Dann haben wir 0% ist let's see, transform gleich translate y. Ich will das nur so machen. Okay, 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 okay. Transform translate y. Opacity is 0. Translate y minus 1000. Minus 100 VH. Dann bei 20%
Das hier kommt weg. Haben wir ein Transform Translate y0, wobei das muss plus sein. Opacity ist 1. Bei 80%. Oder sagen wir mal Translate 10 Rem und hier minus 10 Rem. Opacity. Und bei 100% haben wir einen Transform Translate minus 100 VH. Und Opacity ist 0. Und das Ganze kriegt jetzt Animation Alert. Lass mal sagen 5 Sekunden. Ease in out. Komm her. Okay, whoop. Okay, fine. Sowas in der Art. Ja, sowas in der Art. Allerdings will ich, dass es schneller reinkommt. Also wir machen hier 10 und 90. Y0, Translate Y0. Minus 100, Opacity 0. Okay. Und jetzt nehmen wir einmal, dann animieren wir mal das Avatar. Da, wir haben einmal 0%. Das Avatar will ich von oben, das von oben runterkommt. Avatar, also wir machen ein Transform. Translate 3D. Translate 3D? Was will ich denn haben? Ich will das vielleicht auch ein bisschen rotiert. Von oben. Okay, wir machen Translate Y. Minus 100. Opacity passt. Dann will ich das innerhalb von, genau, 10% soll es animiert werden. Da kriegt es ein Transform Translate Y0. Dann ist es in der Mitte, dann steht das einmal still. Gleiches gilt für 90. Genau, ich muss erstmal testen und dann gucken wir, tüfteln wir das mal ein bisschen aus. Und wir dann wieder Transform Translate Y0 und bei 100% Transform Translate Y 100, dann geht es unten raus. Und Identifier heißt dann in dem Fall Avatar. So, das bist du nämlich. Du kriegst jetzt eine Animation. Avatar geht über 5 Sekunden. Machen wir immer Ease in Out. Nochmal. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Ein bisschen schnell. Das muss langsamer gehen, wie es hochkommt. Mit dem Avatar funktioniert das aber gerade gar nicht. Vielleicht, weil es Position Absolute ist. Ich sage mal, machen wir Position Relative. Position Relative, Right, minus 100%. Ja, okay, wenn ich Position Absolute habe, und das ist Right, dann kann ich ja mit Position Absolute in der Animation auch arbeiten. Weil so will ich es haben. Und Top ist minus 5. Ne, Moment. Top ist 0. Ne, Top ist was? 10%? Also das ist dann hier so ein bisschen der Urwert. Okay, wir sagen, das ist 30% Top. So, ich will, dass das Bild so runterkommt und dann wieder runter geht. Im Gegensatz zu dem anderen Bums, der kommt hoch. Aber wir brauchen ein Delay. Erstens, unser Alert, der ist zu schnell. Wir machen jetzt hier 20 und 80. So, wenn ich das hier jetzt auf 10 Sekunden ziehe,
Das probiere ich nämlich mal aus. Wo ist es denn? Alert, Animation. So, du kriegst 10 Sekunden. Das heißt 10%, 20% von 10 Sekunden sind 2 Sekunden, bis es hochkommt. Dann bleibt es 6 Sekunden stehen und 2 wieder raus. Okay, das heißt, der Delay in meinem Avatar mache ich jetzt auf 1,5 Sekunden. Animation Delay 1,5 Sekunden. Nee, das ist was Falsche. Alert Avatar war das. Kurz hier. Animation Delay 1,5 Sekunden. Das könnte funktionieren. Okay, es geht hoch. Okay, das Bild kommt dann runter. Scheiße. Dann geht's auch runter. Aber ich habe das immer noch nicht bei Transform gehabt. Ah, okay. Das Ding... Ich habe das Gefühl auch, ich muss ja bei der CSS-Animation bin ich immer verwirrt. Ich glaube, ich muss mit dem Endzustand das heißt, der Endzustand ist von dem ganzen Ding Transform, Translate Y minus 100 VH. Und Opacity ist 0. Ich will das erst nur mal kurz testen, ob meine Logik da richtig ist. So, gib mir jetzt einen Alert. Funktioniert nicht. Nochmal, laden wir neu. Egal. Es geht hoch. Dann wartet es jetzt 6 Sekunden. Dann müsst wieder hochgehen. Und da auch bleiben. Das ergibt Sinn. So, jetzt mein Bild. Das ergibt nämlich keinen Sinn mehr. Das Bild muss ich fixen. Das ist Alert Avatar. Position Absolute Right Top. Top ist dann 30 in dem Fall, haben wir gesagt. So, und das ist nämlich falsch. Top ist die Position 100 VH. Und das ist nämlich der Endzustand. Also 100% ist Translate, nee, ist Top. Top 100, das ist Alert, das ist falsch. Da ist Avatar. Das ist dann nämlich Top 100 VH. Weil dann bleiben wir einfach bei dem Position Absolute. Das ergibt Sinn. So, Top 30% ist das gewünschte. Wir machen auch hier 20 und 80. Top 30%. Ich kann nur sagen Top 20, Top 40, Top minus 100. Dann will ich noch, dass das Ding sich dreht. Transform, Rotate, 40 Degree. Und dann habe ich hier nochmal, sagen wir mal, wir machen hier 50% ist Rotate 0 Degree. Und dann machen wir nochmal minus 45%. Und jetzt gucken wir mal, wie das ausschaut. Okay, now we're talking. Ich will es nochmal sehen. Okay, ich will nur kurz nochmal. Also, das wäre ein Alert. Es kommt hoch. Das finde ich cool. Das Bild kommt zu schnell runter. Aber dieses hin und her und dann geht es wieder ab. Und dann geht der Bums wieder nach oben. Der Delay ist, glaube ich, auch in Ordnung. Genau, das ist einfach zu viel hier. Moment, ich muss das immer kurz testen.
Scheiße. Wie kann ich das ohne Animation testen? So, Fakt ist, Alert Avatar kriegt ein Opacity von 0. Und das machen wir hier nämlich auch. Das kriegt hier eine Opacity von 1, wenn es reinkommt. Und zum Schluss kriegst du eine Opacity von 0. Dann habe ich der Endzustand ist gleich Anfangszustand. Und die Animation überschreibt das, aber das Ende bleibt gleich und das Bild nicht zu sehen, wenn die Chose hochrutscht. Das ist so, das ist der Gedanke, nicht wahr? So, was ich aber noch sagen wollte an alle, die zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag bis jetzt. Ich hoffe, es war nicht zu groggy oder sowas. Ihr habt vielleicht was schaffen können. Und es vielleicht nicht zu kacke. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem Montagabend. Wenn ihr zuschaut und es euch irgendwie ein bisschen gefällt, lasst gerne ein Follow da, würde mich freuen. Ansonsten chillt einfach mit mir, während ich versuche, meinen eigenen Twitch-Alerts hier zu machen mit meinem Bot. Das Ganze übrigens mit React, die Alerts. Und ein bisschen CSS und so. Das spielt nicht neu. So, das ist nämlich ein Problem. Wenn ein neuer Event reinkommt, dann wird das Ding zerstört. So, ich glaube aber auch 10 Sekunden. Ich glaube, das ist genug 10 Sekunden, oder? Ich muss das aber mal neu laden. So, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Ding ist immer noch vag. Wieso ist das Bild noch zu sehen, wenn 100% Opacity 0 ist? Avatar, Opacity 0. Ein Alert Avatar ist auch Opacity 0. So, das Ganze muss... Genau, das ist hier zu viel. Machen wir jetzt 70 VH. Nee, was? Ah, das ist das Falsche. Minus 100 Visual Height. Ja, können wir weniger machen. Das können wir hier bei 60 oder so machen. Aber wenn es runter geht, dann soll es wegzischen. So, wir machen aber hier, wir machen 40er Schritte, ne? 20er Schritte meine ich. Das ist, glaube ich, ergibt mehr Sinn. So, das ist diese Rotation und dann haben wir bei 60 noch diese Rotation. Das kommt hier dann weg. Ich mache Top 20, Top 30%. Ne, 20, 30, 40. Dann mache ich hier 50. Ihr macht immer so 10. Wir gucken mal, ob das nicht zu viel Bewegung ist. Dass es immer so langsam runter bewegt und so hin und her dreht. Das ist so ein bisschen die Idee. Let's go. Komm. Kommt hoch. Kommt runter. Es ist auf jeden Fall nicht mal da. Das ist doch schon mal was. Lass mich nachdenken. Opacity 0. Hier muss Opacity auf jeden Fall einstehen. Opacity 1 und erst dann wird Opacity 0 animiert. Und diese Rotation ist ein bisschen... Was ist, wenn ich das linear mache? Die Animation linear mache. Avatar, wo ist mein Avatar-Animation hier? Da ist sie. Nicht Ease In Out, sondern linear. Oder wir machen vielleicht Ease In. Das müssen wir mal ausprobieren, wie das aussieht. Finde ich irgendwie ganz cool, um ehrlich zu sein. Das dann fällst du ab, aber dein Avatar kommt so ein bisschen rübergehüpft. Das finde ich eigentlich ganz cool. Diese Rotation ist trotzdem so ein bisschen, die hakt so, ne? Wie kriege ich das hin? Liegt das daran, dass ich hier 45,0 einstelle? Wir können auch anders machen. Wir können auch sagen 35 minus 10
Minus 45. Ich frage mich, ich will, dass die Rotation nicht stehen bleibt, sondern, weißt du, das war eigentlich so meine Idee. Okay, was ist mit der flüssigen Animation? Ich habe, glaube ich, einen Denkfehler. Wie kriegt man das denn hin? Chat, kann mir einer helfen? Wieso bleibt das immer stehen? Mal tuck, 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 tuck. Die fließende Animation will ich haben. Oder ist es Transition dann? Die Transition zwischen den Dingern vielleicht. Aha. Vielleicht Transition. Punkt 3 Sekunden. Oh. Hilft das bei der Animation? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich will... So, erstellt zu Moderno. Übergänge, bla bla. Das heißt nicht fließen, sondern flüssig. Flüssige CSS-Animationen zwischen Keyframes. Schwebende Objekte mit CSS-Keyframe erstellen, bla bla. Tutorial Deutsch. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das... ich frage gleich mal ChatGPT. Gucken, ob das vielleicht was gebracht hat. Ich würde mich ein bisschen wundern, aber... Vielleicht muss es im gleichen Ding... Okay, Moment. Alert CSS. Okay, ne, Ease ist falsch. Vielleicht liegt das einfach am Ease. Alert Avatar. Wir machen ein Linear draus. Und wir machen feste Steps bei der Rotation. Rotate. 50 degree, rotate. 30 degree, rotate. Minus 15 degree. Ne, Moment. Zack. Ne, mal 30, minus 30? Nein. Vielleicht hier rotate degree und beim... Okay, wir machen $. Und das machen wir dann hier weg. Und hier machen wir rotate minus 45. Boah, keine Ahnung, wie das jetzt aussehen wird, aber wir probieren es ja aus. Ja, das ist das, was ich dachte, okay, das ist doch ein bisschen richtig. Kann es sein, dass es hier rumspringt? You don't need transition for animations. Yeah, that's what I was thinking. I just wanted to make the animation smooth, you know? It was like tick, tick. And I want to make... And I think it's because the ease in and ease out. So every animation step got some ease to every animation step. So ease. Which is cool if you had just one in and out, but not if you have different steps. So it has to be linear. Try CodePad to debug animations. Yeah, I think you're right. But the transition, it's not needed here. But I'm kind of happy if you... with the thing. So let's see another time. This is ease in, you know, and now back. And this is linear, and let's go away. Yeah, I think it's nice. So, but I don't know if you noticed, but it's kind of jumping, and I want the body to have an overflow hidden. I think it will help. Body overflow hidden.
Yeah, it's whatever. Make it here. I don't want the scroll bars to mess around. I like it. I think it's like it's basic, but it's nice. So it's the same. It's the same animation that I have now, or pretty similar, but self-coded with the data from my own bot. So it's kind of cool. So I have working animations, I think. And this is the thing. September. So this is, I don't need this. This is bullshit. The out animations bullshit. Let's get rid of it. Split username in letters. Oops. For animation, so username is a string and we return an array. Actually not, we return a react. This is what we return, of course. This is setup, single alert. Let's say markup. Data is just a simple object. But you don't have any delay for letters. All animations for each letter starts at the same time. Yeah, you're right. And I had the code. I deleted it. But I know where to find it. Yeah, I think you're right, yeah. So I had the code from... Where is it? Stream elements. Yeah, that's better. I had I need the delay there. Thank you for noticing. Overlays, alert box, settings, follower, open CSS editor. This is the one. Yeah, this is the delay. Animation duration. Let's see. You can render helper class in SCSS loop. Yeah, I think you're right. So I just looped one thing, you know? Yeah. Oh, that's smart. That's smart. That's good. That's good. So, but how does the SCSS loop work actually? Is this is sucking, man. SCSS loop. So is this for or each? No, for each loop. For, yeah, this is the one. Yeah. This is the one that I need. So we have the alerts. We have the animate letter. Let's see if that works out. So I already put away the stream element stuff. There it is. End child, animation delay. 0.1, yeah. So this is end giant animation delay is point column right
0.0, 0.1, 0.2. Yeah, that's what I want. Animation delay 0.I seconds. I think this should work, right? For E from 1 through... From what? Ah, of course, I have to from let's say 20, 30, I don't know. Let's do 30. Oh, that did not work. Why? Columns, 4 columns. Ah, no, what? What am I doing here? This is bullshit. Columns is 30. I can just put it here. And this is the animation delay 0.1 seconds. For run from 1 through number of classes D minus animation delay 0. Yes, but what is the error actually? Expected digit. Expected digit. Why? This won't work, right? It makes no sense. This works. But this don't work. The 0. Okay, this is thus. Why thus? Maybe I will do it like this. Yo, gotta be kidding me. I just can insert this like that. So it's 0. 0.0. No, why? Wait. At 10 seconds. Does it work? I don't know. I don't know, man. If that's let's see. No, it doesn't work. Let me inspect this. 0.2 seconds. This is actually working. But there is, because of this one. Huh? There's a white space between 0, 2. So it's actually kind of working, but there's a white space. Let's like this. Yeah, that, of course it doesn't work. That makes no sense, but whatever. I will just keep trying. I'm just trying out some stuff here. It works! The wobble. Okay, this actually works with the plus S. Wow, okay. This actually works. Yeah, thanks for your help, mate. You're helping a lot here, actually. Let me see. And again, just another time. Hey, it's a new follower. Then the avatar is going, and then... Nice! So, now we have to test... Okay, so...
when I send an alert, it works. Split username. So this is now the animation goes 10 seconds. Set event queue. So now I think that I don't know if the animation queue is actually working. So the logic step is every new event goes to queue, and every 10 seconds, because the animation is 10 seconds, it will put then the next event. So let's just try it out if it works. So 1 event, 2 events, 3 events. So they should come one after the other. They don't. They're not coming one after the other. So there's actually, I'm receiving this one. What is the undefined? Mann. Console log, alert processed. Das hier muss gemacht werden. On channel follow. Process event. Event details. Ah, hier. Wir haben hier nochmal typed, ne? No. So. Event details type. Profile picture URL. I will. Okay. Yeah. So this is React, right? I have an event queue and is animating. So this is an empty queue. I listen to events, and when a new message comes, I check for the right event, and if it's not status and not message, then I queue up the event with the event details. And queue up means set event queue, and I merge previous events with this one. And every time, then we have another use effect. Every time event queue changes, I go to process event queue. Yesterday this actually was working, I think, or the last days. So is something animating? Not. And event queue is not empty. Then I get the next. Oh, this is actually bullshit. I think this is the right one. Wait, I just have to check if this actually works. It's not working, I guess. So I have one alert process, and the other, yeah, the first alert gets processed, but not the second one. Yeah, is animating, I'm not sure. Rendering components, JSON stringify event queue. Yeah, wait. This I don't think I need this actually, because the animation is not. It was from ChatGPT, so I just copy paste, but I don't need it. Set in mating. I just get the next event, process it. Means processing the event means that I set up the alert, so I get a new one from the alert component with all the data. And when that's done, the alert is processed. So, but when I process the event, I think I need it, because what if? So we have the events is a racing condition, right? So one event comes in, and then I start going. Okay, I want to grab the next event. Set animating is true.
and then process it. Then in this time, another event comes through. So is animating is, it's actually not over. So it can process another event. Right? So it is, the process of the event is only over when I set animating to false. That's my logic behind it. So if you start processing the first event, then you set the is animating to true. Then we pass by 10 seconds, and in the final set is animating is false. So in this 10 seconds or whatever seconds, there are other events coming in, and I have to wait to process this event when animating is actually false. That was just my logic. And I need some nuts. So you should update your queue always, but get alert from stack and remove it after playing. Isn't this removing the last element? From the event queue? So the thing is, with in queue event, so the queue is always getting filled, but the processing is not done every time. You know? So the queue is getting filled. So this is the queue. And then first is then process, wait, animate. And then there goes by 10 seconds. Animate is false. So process this one. Then delete. And then another 10 seconds go by. And then this is animate is false. So process this one. Because the use effect, just the use effect is not this changing the queue, but also is animating. So there's, if the event queue changing will trigger, of course, every time a new event comes in or event gets deleted. Fine, go and process it. Is animating is always triggered when I start the animation and I end the animation for a single event. So both things are running. And when, I go, new events, I go in process event queue. Oh, is animating is actually true. So I can't do anything, stop it. Nothing will be done. And when is animating for the last event is actually setting to false, it will trigger again. This is animating, we'll go process event queue, and then the next event is getting processed. At least it makes totally sense in my head, in my brain. You can store data in ref. You mean passing object reference or what? Let me just try it again. What? It should trigger after 10 seconds again. Oh geez, I don't know. So first one works. It's kind of nice, I like it. Okay, now the second one. It says here alerts processed, but it's actually not doing shit.
What is your problem? I don't know if I need this here. Yeah, I use Git and I commit actually a lot, but this is something that I did not have changed, I guess. So this was the same thing. Oh, this is actually new. I did not commit that. Okay, yeah, it's a fair point. Point for you, my man. Or woman. So that's whatever. Huh. Okay. I need some basic JavaScript here. So, objects. Get first element of object JS. There is some pop shit here, or not? No, it's actually an array. I can just go with 0, of course. Huh? That make no sense. I can just do this one. If I want the first event, I can just go event q0 because it's an array. So this is this pop and shift, yeah. But what's about the slice? It's actually not an object, it's an array. Delete first element of array.js. So is it the sliced or is it the shift? Array prototype slice together with concat filter prototype push. So here the array is copied without the first element. Array slice 1. Yeah, I mean the first element they are getting, so a slice 1. Set event queue. Slice 1. This should work. Right? Okay, just I don't know if it fixes anything, but we'll have to try. So give me another one. Oof. I need to check. I think I have to check the queue more often. And how often does it get called actually? So enqueue events. Console.warn enqueue. Event details. Type. Type is defined at this point. So does it actually get enqueued? It gets enqueued. Show your JSX. Yeah, just one moment. So the events are getting queued. Process. Okay, I show you. So, process event queue means that I call the function process event. This is this one, where I check for the event details and get a switch. So, for certain events, I will set the alert with this JSX and I will give it the data. So the data is actually arriving, we saw with the first one. And then this is the current alert here. Current alert is just where the state changes.
Yeah, this is just the thing that happens. Current alert is this one. So I have some alert data, news effect, where I set the alert. Don't store JSX in state. Okay. Yeah, okay. Okay. Let me fix it real quick. So let's say we don't need this shit here. But I need, okay, just a question now. So when I process the event, this is where I actually create the new component. So I create a new component alert, and because I changed the main components, how do I pass the process event result to this one? Just return it. But how do it put this alert here? So if you not use state, okay, let's say we return it. Return. This is kind of return. But how will I get this one in here? You know what I mean? I'm not that good in React that I know that. So how do I put the element that I create in the other function right in here? Because this function is not called by the JSX. Or what? I have to pass the, you know? That's the thing in my head. I don't know how I will pass this if I do not use state. You can return section in parent component. Dude, I don't know what you mean. You can return section and parent components. Ah. Yes. Now I know what you mean. I can return this. But... okay, so just... this here... these functions are just for handling the event queue. And this return, or do you mean should I just take... I can... but the thing is, every time I have to use state or not. Because it has to re-render for every event. You know what I mean? You know what I mean? Conditional rendering. Oh man. But what's the problem with putting JSX in the state? Why is there a problem? I know what you mean with conditional rendering, but in my head I have to call this function, and this function will do what
has alerts and your JSX. Uh-huh. State for data JSX is functions. Okay. But I'm gonna be honest with you. I'm not ready for this today. My head is already a little bit tired. But I think I wanna stop the stream for today. But I have to thank you very much for your help, because I think I understand what you mean. I know what I have to Google for. Yeah, that's the thing. So use state just for data, and for rendering we use something different. I will try that tomorrow. Because actually the rendering is doing, I mean, at least one event is getting played, you know? And the data is coming through some way. That's good. And the chat is, let's see if the chat is working. I want to see the last time. So the chat is working also. Yeah, chat is working. That's amazing. That's cool. So chat is working and I'm working on the alerts. That will be very nice, so I can put them inside of my stream. So this is working and I'm very happy with it. But yeah, okay, I need to check the event queue again. I thought it would be more complicated than the other things, but I guess it's okay. Yeah, well, you should work on your art first, and after all, animations and appearance. You mean the logic, yeah, and at the end just the animations and appearance. Yeah, I know what you mean. I think you're also a little bit right there, but yeah, but I will continue tomorrow. But yes, thank you very much for your help. I learned some things, and I love to learn new things. So thank you very much, and some greetings to the Ukraine. Yeah, and keep your head up there. So, but thank you very much for everybody for watching. If you like it, leave a follow. I appreciate it very much. And if not, it's fine. Have a good Monday evening, Monday night. Sleep well if you're in Europe and in the other whatever regions of the world. Just have a good day. And some regions is already tomorrow and whatever. But yeah, thank you very much. Thanks for watching, and appreciate everyone that's watching and taking the time spending here with me. And yeah, thank you. And I wish you a good night. And I am out for now. So bye bye, guys.